Hallo zusammen. Willkommen zur heutigen Folge unseres Podcasts. Ich bin Felix und mit mir ist, wie immer, die wunderbare Lisa. Hallo zusammen. Freut mich, wieder hier zu sein. Wir haben heute ein ganz besonderes Thema, das viele von euch interessieren dürfte. Oh ja, absolut. Wir sprechen heute über Sigmund Freud, den Begründer der Psychoanalyse. Ein spannendes Thema, oder? Besonders das Konzept des Unbewussten fasziniert mich total. Lisa, möchtest du uns einen Einstieg geben? Sehr gerne, Felix. Sigmund Freud ist vermutlich der bekannteste Name in der Psychologie. Sein Konzept des Unbewussten und seine Entwicklung der Psychoanalyse haben die Art und Weise, wie wir das menschliche Verhalten verstehen, revolutioniert. Lass uns mal mit dem Begriff das Unbewusste beginnen. Das Unbewusste ist, einfach gesagt, ein Teil unseres Geistes, der uns nicht bewusst zugänglich ist, in dem aber eine Menge unserer Gedanken, Gefühle und Erinnerungen gespeichert sind. Genau. Freud hat ja gesagt, dass vieles von dem, was wir denken und fühlen, von diesem Unbewussten beeinflusst wird, oder? Das erklärt vielleicht, warum wir manchmal irrational handeln, obwohl wir denken, dass wir eigentlich alles unter Kontrolle haben. Exakt, Felix. Freud war der Meinung, dass das Unbewusste unser Verhalten stark beeinflusst. Viele unserer Ängste, Wünsche und auch ungelöste Konflikte befinden sich im Unbewussten und kommen in Form von Träumen, Versprechern oder bestimmten Verhaltensweisen an die Oberfläche. Ein Beispiel dafür ist der sogenannte Freudsche Versprecher, also wenn man etwas sagt, das man eigentlich gar nicht sagen wollte, weil ein unbewusster Gedanke an die Oberfläche kommt. Ach, der klassische Freudsche Versprecher. Davon habe ich auch schon einige erlebt. Ich finde das wirklich faszinierend. Manchmal denkt man ja, das war nur ein Versehen, aber Freud hätte gesagt, da steckt etwas mehr dahinter, nicht wahr? Ganz genau. Diese Versprecher sind, laut Freud, oft kein Zufall. Sie können zum Beispiel auf innere Konflikte oder unterdrückte Gefühle hinweisen. Ein anderer wichtiger Begriff in Freuds Theorie ist die Verdrängung. Das bedeutet, dass wir unangenehme Gedanken oder Gefühle ins Unbewusste verdrängen, weil wir uns nicht bewusst damit auseinandersetzen wollen oder können. Verdrängung ist ein Abwehrmechanismus, also eine Strategie unseres Geistes, um uns vor emotionalem Schmerz zu schützen. Verdrängung? Das erklärt, warum wir manchmal gewisse Dinge einfach nicht erinnern können, obwohl sie eigentlich passiert sind, richtig? Genau, es ist eine Art Selbstschutz. Freud meinte, dass viele psychische Probleme daher rühren, dass verdrängte Erlebnisse oder Gefühle unbewusst weiterwirken und das Verhalten beeinflussen. In der Psychoanalyse versucht man, diese Verdrängungen wieder ins Bewusstsein zu holen, damit man sich mit ihnen auseinandersetzen und sie verarbeiten kann. Das klingt ziemlich intensiv. Aber das bringt uns auch zur Psychoanalyse, oder? Lisa, kannst du erklären, wie Freud sich das vorgestellt hat? Na klar, die Psychoanalyse ist eine therapeutische Methode, die Freud entwickelt hat, um Menschen zu helfen, ihre unbewussten Konflikte zu verstehen. Ein wichtiger Teil der Psychoanalyse ist das sogenannte freie Assoziieren. Das bedeutet, dass der Patient einfach frei über alles sprechen soll, was ihm in den Sinn kommt, ohne Zensur oder Selbstkritik. Also einfach alles sagen, egal wie unsinnig oder peinlich es erscheint? Genau, Felix. Der Gedanke dahinter ist, dass durch das freie Sprechen unbewusste Gedanken an die Oberfläche kommen können. Der Therapeut hilft dann dabei, Muster zu erkennen und diese unbewussten Gedanken zu interpretieren. Ein weiteres wichtiges Konzept ist die Übertragung. Dabei projiziert der Patient Gefühle, die er oder sie gegenüber wichtigen Personen im Leben hat, auf den Therapeuten. Das klingt ja fast so, als würde man den Therapeuten plötzlich wie einen Elternteil oder eine andere wichtige Person behandeln, oder? Genau das ist es. Diese Übertragung hilft, alte Gefühle und Konflikte in einem sicheren Raum zu erleben und zu verstehen. Freud dachte, dass das eine zentrale Rolle im Heilungsprozess spielt. Lass uns mal ein paar Schlüsselbegriffe wiederholen, die wichtig sind. Das Unbewusste, die Verdrängung, das freie Assoziieren und die Übertragung. Stimmt, das sind ganz schön viele Fachbegriffe. Ich glaube, es ist hilfreich, wenn wir einige davon genauer erklären, damit die Zuhörer sie besser verstehen können. Zum Beispiel Lisa. Wie würdest du Verdrängung noch einmal ganz einfach erklären? Klar, Verdrängung bedeutet,
dass wir unangenehme Gedanken oder Gefühle sozusagen verstecken, weil wir uns damit nicht auseinandersetzen wollen. Sie verschwinden aber nicht wirklich, sondern bleiben im Unbewussten und können uns unbewusst beeinflussen. Super erklärt. Und freie Assoziation bedeutet, dass man einfach alles sagt, was einem durch den Kopf geht, ohne darüber nachzudenken oder es zu bewerten, richtig? Ganz genau. Es geht darum, den inneren Zensor abzuschalten, damit unbewusste Gedanken an die Oberfläche kommen können. Oft kommen dabei Dinge zum Vorschein, die uns selbst überraschen. Und das bringt uns zu einem weiteren interessanten Punkt. Freud hatte ja auch eine ganz bestimmte Vorstellung von Träumen, oder? Was hat er über Träume gesagt? Freud hat Träume als Königsweg zum Unbewussten bezeichnet. Er glaubte, dass Träume eine Art Fenster zu unserem Unbewussten sind. In Träumen kommen unsere Wünsche, Ängste und Konflikte zum Ausdruck, oft in einer symbolischen Sprache. Die Psychoanalyse versucht, diese Symbole zu entschlüsseln, um besser zu verstehen, was im Unbewussten vor sich geht. Das ist wirklich spannend. Also wenn ich von fliegenden Elefanten träume, dann hat das vielleicht eine tiefere Bedeutung? Vielleicht. Freud würde wahrscheinlich sagen, dass dieser Traum etwas über deine Gefühle von Freiheit oder vielleicht auch über deine Ängste aussagen könnte. Träume sind oft nicht direkt zu verstehen, sondern eher wie Rätsel, die gelöst werden müssen. Und ich nehme an, dass der Therapeut dann hilft, diese Rätsel zu entschlüsseln? Genau. Der Therapeut arbeitet mit dem Patienten zusammen, um die Symbole im Traum zu verstehen und deren Bedeutung zu entschlüsseln. Es ist ein gemeinsamer Prozess, bei dem der Patient oft neue Einsichten über sich selbst gewinnt. Wow, das klingt wie ein echtes Abenteuer ins eigene Innere. Aber Lisa, lass uns über Freuds Einfluss sprechen. Seine Ideen waren ja nicht immer unumstritten, oder? Richtig, Felix. Freud war ein Pionier, aber viele seiner Ideen wurden auch stark kritisiert. Besonders seine Theorien über die Sexualität und die Entwicklung der Persönlichkeit wurden kontrovers diskutiert. Freud glaubte zum Beispiel, dass die frühen Kindheitserlebnisse, besonders die Beziehung zu den Eltern, einen großen Einfluss auf unsere spätere Persönlichkeit haben. Diese Ansicht war damals sehr revolutionär und hat viel Widerstand hervorgerufen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute Schwierigkeiten hatten, solche Ideen zu akzeptieren. Aber auf der anderen Seite hat Freud auch den Weg für viele moderne psychologische Ansätze geebnet, oder? Absolut. Viele der heutigen Therapieformen, wie die Gesprächstherapie oder die Verhaltenstherapie, haben ihren Ursprung in Freuds Arbeit. Auch wenn nicht alle seine Theorien heute noch genauso angewendet werden, hat er doch den Grundstein für die moderne Psychotherapie gelegt. Das heißt, auch wenn wir nicht alle seine Ideen wortwörtlich übernehmen, hat Freud trotzdem einen wichtigen Beitrag zur Psychologie geleistet. Das finde ich wirklich beeindruckend. Er hat die Art und Weise, wie wir uns selbst verstehen, grundlegend verändert. Ja, genau. Freuds Fokus auf das Unbewusste, seine Arbeit mit Träumen und seine Theorie der kindlichen Entwicklung haben uns geholfen, die Komplexität der menschlichen Psyche besser zu verstehen. Auch wenn manche seiner Ansichten veraltet erscheinen, bleibt sein Einfluss unbestreitbar. Das stimmt. Ich denke, wir könnten noch Stunden über Freud sprechen, aber leider müssen wir langsam zum Schluss kommen. Lisa, hast du noch einen letzten Gedanken, den du mit unseren Zuhörern teilen möchtest? Vielleicht nur, dass es sich lohnt, sich mit Freuds Ideen zu beschäftigen, auch wenn man nicht alles wörtlich nimmt. Sie bieten eine spannende Perspektive auf das menschliche Verhalten und darauf, wie wir als Menschen funktionieren. Und es hilft natürlich auch, unser Deutsch zu verbessern, indem wir uns mit diesen komplexen Konzepten auseinandersetzen. Sehr gut gesagt, Lisa. Ich hoffe, ihr habt alle etwas Neues über Freud und sein Konzept des Unbewussten gelernt. Und natürlich auch ein paar neue deutsche Vokabeln. Bleibt dran, denn in unserer nächsten Folge haben wir wieder ein interessantes Thema für euch, bei dem ihr viele neue und spannende Vokabeln lernen könnt. Bis dahin, bleibt neugierig und habt viel Spaß beim Deutschlernen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut! Tschüss und bis bald!